Nima, Aziza. Esther Vemilu. Liebesbekenntnisse einer binationalen Beziehung. Zwei Menschen aus verschiedenen Kulturen, die in Deutschland eine Familie gegründet haben. Bereicherung und Herausforderung zugleich. Nima stammt aus dem Iran, Anita aus Lettland. 2013 haben sie sich in Deutschland kennen und lieben gelernt. Die ersten paar Monate einer Beziehung ist ja alles rosarot. Da nimmt man ja gerade so kleinen Themen mal gar nicht wahr. Das ist alles schön und gut. Aber wie erwähnt, das sind nach gewisser Zeit merkt man schon ein paar Sachen, die man so gar nicht kennt. Und was ich halt bei Letten kennengelernt habe, die sind ziemlich direkt. Ich bin da kühler oder ich möchte die Probleme dann aussprechen. Und der macht erstmal eine kleine Drama oder größere Drama. Und danach können wir sprechen. Aber erstmal muss die Drama sein. Zwei Lebenswelten mit unterschiedlicher Sozialisation und Familienstruktur, die plötzlich aufeinander trafen. Nicht ganz einfach. Dann haben wir irgendwann das 3. oder 4. Date gehabt. Und dann ist er einfach nicht erschienen. Oder er kommt zu spät. Ich habe angerufen, wo bleibst du? Er hat noch geschlafen. Verschlafen ist zu viel, vielleicht ich habe mich verspätet. Das wird mir bis heute dann nachgetragen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die Perser sind dann schon, die nehmen es nicht so sehr genau mit der Zeit, mit der Pünktlichkeit. Und dass der Umgang miteinander in der lettischen Familie von der in der persischen abweicht, musste Nima auch erst lernen. Als ich vor Ort bei meiner Schwiegermutter war, bei der Verabschiedung also ich kenne es dazu, dass man sich umarmt, verabschiedet, herzlich sich verabschiedet und da war es einfach mit einem Kopfnicken wurde ich verabschiedet und das war für mich doch erstmal überraschend, nicht positiv überraschend und ich habe dann einfach irgendwann gelernt, das ist einfach gang und gäbe, das ist absolut normal. Und das hat einfach eine gewisse Zeit für mich gebraucht, bis ich es verstanden habe. Aber dem ist es absolut fein. Die Perser, sie küssen sich rechts, links oder links, rechts, das weiß ich immer noch nicht, aber zweimal. Das habe ich gemerkt. Ja, das ist für mich neu. Letten sind ja extrem kühl, was das angeht. Begrüßungen. Hallo, hallo, Umarmung eigentlich selten. Wenn man sehr gute Freunde sind. Und Küsschen, das ist eigentlich nur die Partnerschaft. Für Neues, offen und tolerant sein ist für beide Grundvoraussetzungen in ihrer Beziehung. Anita und Nima finden auch gemeinsam neue Rituale für ihre Familie, indem sie ihre jeweils liebgewordenen Traditionen zusammenführen. Es ist so, dass wir von allem was mitnehmen. Also das persische Neujahr wird gefeiert, weil gerade mit den Großeltern, aber natürlich auch Weihnachten, weil wir hier aufwachsen, im Kindergarten das Ganze gelebt wird. Das lettische Fest, also es gibt da einige lettische Feste, die wir auch mitmachen. Das Mitsommernachtfest ist zum Beispiel einer der Feste. Also wir nehmen einfach alles mit. Zum einen, weil es auch Spaß macht, zum anderen, weil wir halt auch zeigen, wie andere leben und was man halt alles noch mit feiern kann. Aber das macht es auch alles interessanter. Die Kinder lernen 3 Sprachen auf einmal. Die lernen 3 Kulturen auf einmal. Die ständige Bereitschaft zu lernen, von den anderen auch zu sehen, wie leben andere, was machen andere und was kann ich davon lernen. Das ist, glaube ich, ein Ding, was ich hoffe, dass wir unseren Kindern zeigen, vorleben können. Wird nie langweilig. Es ist interessant, es gibt immer was Neues zu entdecken. Und jetzt manchmal, ich merke dann doch, ich bin dann vielleicht ein bisschen persisch geworden. Und mein Mann ist ein bisschen lettisch-deutsch geworden. Eine lettisch-persisch-deutsche Familie, die ihre Chancen nutzt und sich den Herausforderungen stellt. Ja, schönen guten Abend. Dr. Marie Leroy vom Verband Binationaler Familien und Partnerschaften. Herzlich willkommen. Dankeschön. Verraten Sie uns Ihren Hintergrund? Ja, ich komme aus Frankreich und meine Eltern sind binational auch. Ich komme aus einer binationalen Familie. Meine Mutter kommt aus Spanien und mein Vater aus Frankreich. Okay, und jetzt leben Sie auch selbst in einer binationalen Beziehung? Ja, genau. Mein Mann kommt aus Italien, aus Südtirol und genau. Ja, okay. Also binational in 2. Generation. Also Sie wissen, wovon Sie sprechen. Was ist das Tolle und was finden Sie das Bereichernde an binationalen Beziehungen? Ja, man hat gesehen in diesem kurzen Film, dass man immer über die eigenen Grenzen hinausgehen.
und man lernt viel über sich selbst. Also man lernt über eine andere Kultur, andere Land, andere Sprache auch, aber muss man immer über die eigenen Grenzen hinausgehen und man lernt viel. Wir haben gesehen, sie sagen für sich selbst, ich bin eher kalt, also das ist immer in Zusammenhang mit den Partnern, mit den Unterschieden. Also man muss sehr viel über sich selber und reflektieren und vieles aushandeln, was vielleicht sonst so selbstverständlich ist oder scheint. Sie beraten ja auch mehrsprachige Familien und die Sprache stelle ich mir jetzt so als wirklich eine sehr große Herausforderung vor. Zum Beispiel muss man sich wahrscheinlich irgendwann auf eine Familiensprache verständigen. Wie macht man das am besten? Genau, also das passiert nicht immer. Manchmal das kommt wie von allein an, in den Sprachen, wie man sich kennengelernt hat. Also wir haben uns zum Beispiel in Spanien kennengelernt, wir haben Spanisch gesprochen damals und dann hat es sich geändert, ohne dass wir das thematisiert haben. Interessant, ja. Und bei manchen, das ist oft, wenn man Kinder bekommt. Also das ist der Moment, wo man überlegt, okay, was machen wir? Und auch das Thema ist nicht immer thematisiert. Deswegen wir beraten und wir versuchen, die Leute zu begleiten, den eigenen Weg zu finden. Okay, also das heißt, es gibt keine Patentlösung für Sie, dass Sie sagen, sprechen Sie am besten die Sprache der Mutter oder sprechen Sie am besten die Sprache in dem Land, wo Sie leben, sondern jede Familie ist da wirklich ganz individuell und Sie stellen eher Fragen, um das herauszufinden. Genau, was wichtig ist, ist, wie man sich fühlt dabei, also die Beziehung, die Gefühl, wie man, was man für ein Projekt hat. Und dass man, genau, das ist eher, also ich würde sagen, eher so, wie man die Emotionen am besten ausdrücken kann. Okay, und dass alle auch sich gut damit fühlen wahrscheinlich. Ne? Wie wichtig finden Sie das, dass die Partner jeweils die Sprache von dem anderen sprechen oder zumindest ein bisschen verstehen lernen? Also Verständnis hilft schon, aber das ist vielleicht nicht so relevant unbedingt, die Sprache zu erlernen, sondern eine Akzeptanz zu haben. Den anderen ist anders, spricht anders und sich nicht lustig machen zum Beispiel. Also sind solche Zeichen, die sehr wichtig sind. Jetzt haben Sie von Ihren Eltern erzählt, dass da tatsächlich die Sprache Ihrer Mutter, also Spanisch, komplett verloren gegangen ist, auch ihr selbst. Genau, ja, also im Fall von meiner Mutter, aber das passiert also eigentlich oft bei Leuten, die eine Migrationserfahrung haben und manchmal einen Cut machen möchten auch. Oder wenn ein Prestigeunterschied gibt zwischen zwei Sprachen, man denkt, okay, ich bin jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, ich möchte unbedingt Deutsch ohne Akzent sprechen und das manchmal entwickelt sich in eine Attrition, nennt man das, wenn man die eigene Sprache verliert. Okay. Und genau, und dann wird die Sprache nicht weitergegeben. Und es ist schade für die Kinder, die später, also für uns war das auf jeden Fall eine Sucht. Also wir haben dann danach gesucht nach dieser Herkunftssprache. Und Sie haben sie noch gelernt? Ja. Genau. Dankeschön, dass Sie uns erzählt haben davon. Vielen Dank.